Kabel für das Netzwerk und den Strom sind durch die Leerrohre eingefädelt. Nun habe ich bereits einen ersten Doppelkabelkanal angebracht, rückseitig am Carport, und werde jetzt hier die Balken überspringen, noch einen Kabelkanal anbringen und dann hier oben den Verteilerbereich einbauen mit Schaltern, Steckdosen, Lichtsteuerung und dergleichen. Nach nunmehr ungefähr 4-5 Stunden habe ich die Verkabelung soweit auch vorbereitet. Das Ziel: Strom und Netzwerk über die Rückseite nach oben zu führen, über Kabelkanäle zu verstecken bzw. auch zu schützen. Dann werde ich hier eine Steckdose schalten, zusätzlich noch einen Schalter, um den Bewegungsmelder zu überbrücken und die Beleuchtung auch manuell einzuschalten bzw. gänzlich abzuschalten, den Bewegungsmelder, die Verteilerdose zum Verdrahten und jede Menge Kabelkanal. Mit diesem führe ich jetzt das Stromkabel und das Netzwerkkabel erst einmal auf die andere Seite des Carports. Dann zwischen den einzelnen Streben bis auf die vordere linke Seite. Und hier oben ist eine weitere Dose gesetzt, in welcher ich den Bewegungsmelder verkabeln werde und die Abgänge zu den einzelnen Leuchtmitteln. Und der Dom für die Kamera, die Löcher bereits da für den Bewegungsmelder, der dann an dieser Stelle platziert wird. Mit der Installation meiner Elektrik bin ich soweit jetzt auch fast fertig. Und zwar habe ich folgende Installation vorgenommen. Von hier durch den Kabelkanal rechts kommt die Zuleitung für den Strom. Von dort aus geht es erstmal in den Verteiler rein. Vom Verteiler aus geht es in die rechte Doppelsteckdose und separat habe ich nochmal vom Verteiler über den Schalter einen Stromkreis auf die andere Seite des Carports gelegt, und zwar an meine Installationseinheit gegenüber, wo der Bewegungsmelder angeschlossen ist und die Beleuchtung. Und Sinn und Zweck soll es eben sein, dass ich den Bewegungsmelder und die Beleuchtung komplett stromlos schalten kann. Das erfolgt über diesen Schalter. Und wir probieren das einfach mal aus. Wenn ich den jetzt wieder einschalte, dann sollte normalerweise das Relais klicken und zack, geht das Licht an. Die erste. Das Relais schaltet automatisch dann wieder runter. Ich habe es im Moment auf der kleinen Stufe laufen. Und um im Bedarfsfall die Lichtsteuerung auch unabhängig von dem Bewegungsmelder laufen zu lassen, habe ich hier einen parallelen Schalter angebracht, mit dem ich praktisch Dauerstrom auf das Licht geben kann. Das Licht ist im Moment aus. Ich klicke jetzt auf den Schalter. Zack. Es ist wieder an und wieder aus. Das heißt, über meine Schaltung kann ich dauerhaft die Beleuchtung unterm Carport anmachen, zum Beispiel wenn man eine Feier hat oder einfach Licht benötigt. Ich kann das Ganze zusätzlich über den Bewegungsmelder steuern und ich kann komplett abschalten, dass komplett die Anlage ohne Strom ist. Der letzte und abschließende Schritt wird dann sein, die Abdeckung von den Kabelkanälen wieder aufzubringen und die Beleuchtung an sich einzubauen. Ich habe mich entschieden, ein LED-Band einzubauen. Das sieht man hier. Das ist jetzt testweise angebracht, damit ich ungefähr sehe, ob meine Schaltungen soweit funktionieren. Die Bänder selber, na, komm mal scharf, da ist es. Laufen unter 220 Volt, das heißt, ich benötige kein Trafo oder ähnliches.
Ich habe die Stecker, die original dran sind, abgeschnitten und dann jeweils in den Dosen geklemmt, beziehungsweise erstmal hier, und das gleiche Spiel wird eben dann auch an dieser Dose stattfinden und an der übernächsten und an der vorletzten. Das heißt, dieses Lichtband wird dann letztendlich an jedem zweiten Balken angebracht werden. Die Befestigung erfolgt über diese kleinen Klipse. Diese Klipse waren inklusive, zuzüglich der kleinen Schräubchen direkt ins Holz. Und ich muss sagen, mit dem Lichtband an sich, das ist in Ordnung. Allerdings die Beschreibung lässt dann doch zu wünschen übrig. Das Ganze über Amazon bestellt. Laut der Anleitung sind die Bänder insgesamt nur 5 Meter lang. Abzüglich einen halben Meter Zuleitung ergibt sich dann eben lediglich 4,50 Meter. Was eben dann dazu führt, dass die Bänder tatsächlich doch einen halben Meter länger sind, dass ich hier den Überstand habe. Das war so nicht geplant. Und laut der Anleitung bzw. laut der Beschreibung bei Amazon waren auch keine Klipse inklusive. Das heißt, diese Klipse, wie sie hier dabei waren, laut der Beschreibung, auch laut den Antworten, mal waren sie dabei, mal nicht. Ich habe vorsorglich dann separat Klipse nochmal bestellt. Diese hier, das ist eine Art Silikon, das ist recht weich. Schaden tut es nichts, aber das Geld hätte ich mir sparen können, da die Klipse ja im Paket dabei sind. Die werden dann auf das Lichtband so aufgelegt. Von der Höhe her sieht man auch hier, das ist etwas höher als die normalen Klipse. Festgeschraubt und dann hält das an Ort und Stelle, wo es hin soll. Das Ganze mal aus der Nähe betrachtet. Die Klipse setze ich im Abstand von 55 cm, 5 cm von unten. Trotz dessen ich das Band jetzt in der Sonne etwas ausgelegen habe, ist es doch relativ steif. Mal schauen, wenn es dann doch zu sehr durchhängen sollte bei der Entfernung von 55 zwischen den Klipsen, werde ich dann eben mittig dann noch weitere Klipse setzen müssen. So, etwas dunkler ist es geworden. Nun testen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn der Bewegungsmelder anspringt. Ja, das hat doch was.